Es ist endlich soweit. Ich kann euch den ersten Prototypen der 1 Zoll Klinge präsentieren mit Quantum Stick von Sabertech. Und gebaut wird das Ganze auf meine spezielle Art und Weise ohne diese Schaumstoffröhre da drin, weil die einfach zu viel Licht schluckt. So, ich habe es glaube ich auch schon im letzten Video gesagt. Ich präferiere eher von Sabertech den Quantum Stick gegenüber dem von KR. Warum? Ich finde es hier sehr gut, dass die seitlichen LEDs auch symmetrisch angeordnet sind. Das heißt, nicht nur auf einer Seite und ein bisschen versetzt zu den LEDs in der Mitte. Bei KR haben wir die alle auf einer Seite. Und vor allem aber haben wir hier die LEDs wirklich, die nach oben zeigen, zur Spitze auf dem PCB selber drauf. Die müssen wir nicht noch zusätzlich anlöten mit einem runden PCB, was dann hier oben irgendwie rumliegt. Deswegen hier klarer Favorit für mich diese Klinge und zumal halt in Deutschland produziert. Deswegen kein Zoll, der auf mich wartet und mir das Geld aus den Taschen zieht und kein viel zu teurer Transport über DHL Express. Ja, ich musste auch ellenlang warten, bis ich endlich neue Klingen bekommen habe. Die lagen 2 Wochen beim Zoll. DHL hat alles richtig gemacht, der Zoll hat nur elendig lang gebraucht. Naja, whatever, interessiert keinen. Ich habe jetzt hier 2 Klingen liegen. Ich habe hier keine China-Klinge da, aber ich habe eine gute alte Rasmus-Klinge da, wie ich sie ursprünglich halt auch gebaut habe. Das ist diese hier mit 2 Stripes, Rücken an Rücken. Und die ist nach wie vor sehr hell, blendet ein, hat diesen etwas größeren Seitenschatten, dafür aber deutlich mehr Leuchtkraft vorne und hinten, womit das Ganze ja ein bisschen überstrahlt wird. Also die Leute, die diese Klinge kennen, wissen, was ich damit meine und wissen, ob es denen gefällt oder nicht. Diese Klinge hier und also ich kann es vorwegnehmen, erstmal, es war ein Erfolg. Ich würde das Video jetzt sonst nicht machen und euch sagen, cooles Teil, wenn ich davon jetzt nicht überzeugt wäre. Es ist immer noch nicht die eierlegende Wollmilchsau, es gibt immer noch Schwächen, aber super viele Stärken. Wir fangen bei den leichten Schwächen an. Einmal haben wir hier das PCB. Das kann natürlich ohne Schaumstoff, kann das nicht einfach hier gespannt werden und selbst wenn ich es jetzt hier spanne, wir kriegen hier Vibrationen. Deswegen habe ich hier noch 2 Abstandshalter hier mehr oder weniger mittig und einen noch ganz oben, so dass das Ding mir nicht verrutscht oben in der Spitze, da wo ich es einspanne. Das heißt, diese Abstandshalter, die sieht man etwas deutlicher. Diesmal sieht man sie auch deutlicher, weil sie nicht im Schatten verborgen liegen wie bei der alten Klinge, sondern diesmal werden die ja angestrahlt von den seitlichen Klingen. Das Licht jedoch ist so stark, dass ihr geblendet werdet. Wenn ihr nah an die Klinge rangeht und euch eure Augen nicht so ganz lieb sind, dann seht ihr das. Wenn ihr aber die Klinge auf normale Entfernung haltet, seht ihr die nicht mehr. Aber ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. So, die Klinge, wie gesagt, 92 cm, wenn ich sie nicht kürze. Das habe ich noch vor, das Projekt, dass ich die mal um 12 cm kürze, damit ich eine 80 cm Klinge hinkriege. Und wiegt mit 92 cm 226 Gramm. Im Vergleich hierzu, meine Klinge wiegt 180 bis 190 Gramm, je nachdem wie lang die ist. Das System ist das gleiche, wir haben den gleichen PCB hier, also ist es anwendbar auf jeden Griff. Aber Vorsicht, und jetzt bitte gut hinhören, es kommt stark auf die Verkabelung eures Griffes an. Fragt euren Installer oder seht selber nach, wie viele Kabel ihr vom Batteriekontakt Plus Richtung Neopixel PCB habt und wie viele Minuskabel ihr Richtung, oder wie dick die vor allem sind, Richtung Profiboard oder Richtung Golden Harvest oder was auch immer. Ihr braucht hier den richtigen Kabeldurchmesser. Was passiert, wenn der Kabeldurchmesser nicht dick genug ist, wie zum Beispiel bei LGT-Griffen? Unsere chinesischen Freunde greifen gerne zu etwas dünneren Kabeln. Die Leitung wird heiß. Was passiert mit heißen Kabeln? Die schmoren durch, die Ummantelung schmilzt, am Ende glüht euch der Draht durch. Denn eine LED besteht aus 3 Dioden. Grün, Gelb und Blau, damit ihr alle möglichen Farben herstellen könnt. Wenn ihr nur grün habt oder nur blau oder nur rot, leuchtet halt nur eine Diode. Heißt, ihr braucht ungefähr 0,2 bis 0,3, 20 bis 30 Milliampere pro Diode. Wenn ihr weiß habt, dann leuchten alle 3. Das heißt, das Ganze wird verdreifacht. Deutlich mehr Strom wird gezogen, deutlich mehr Saft fließt durch die Leitung eures Griffes. Das Ding wird warm, die Verkabelung, wie gesagt, kann sich in Schall und Rauch auflösen. Und hoffentlich nicht der Griff dazu. Also deswegen kontrolliert einfach eure Griffe.
Deswegen ist eher meine Vermutung, Entschuldigung, dass das Ganze hier jetzt wie ein Podcast klingt. Ich versuche noch ein paar bewegende Bilder reinzukriegen. Finnick zum Beispiel, die Griffe mit dem schmalen Hals, wie Obi-Wan oder Luke aus Episode 6, da ist recht wenig Platz, um dicke Kabel durchzuführen. Also es wird empfohlen 20er AWG oder besser noch 18er AWG. Ich arbeite bei meinem Griff hier zum Beispiel, hier sind 2x22 drin. Ich habe das Ganze getestet damit. Ich habe mal 5 Minuten lang die Klinge leuchten lassen. Das wird warm, aber nicht heiß. Also da kann ich meinen Finger dran halten oder meine Lippe oder was auch immer. Ich habe das getestet. Da verbrennt man sich nicht. Das ist eine normale Temperatur, ohne dass die Elektronik Schaden nimmt. Und wie gesagt, wenn ihr euch nicht sicher seid, fragt bei eurem Installateur nach oder seht selber nochmal nach, um ganz sicher zu gehen, dass da nichts schief geht. Auf der KR-Seite wird zum Beispiel bei der Produktbeschreibung geschrieben, nehmt bitte diesen und jenen Durchmesser. Andernfalls kann es zu einem Einfluss auf die Benutzererfahrung kommen. Ja, das kann vieles bedeuten. Eben auch, dass die Kabel schmelzen und euer Griff dahin ist. Deswegen, wenn die Kabel zu dünn sind, dann passt bitte mit euren LGT-Griffen auf, dann kann da was schief gehen. Also, wir haben die Abstandshalter, die sieht man etwas deutlicher. 3 Stück, mittig und einer ganz oben. Den Seitenschatten, den kriegt man immer noch nicht 100%ig weg. Er ist sehr, 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 sehr schmal geworden, aber man sieht es noch, wenn man ihn sehen will. Und jetzt war es das schon mit den Schwächen. Denn jetzt kommen wir zur Leuchtkraft und ich habe ein paar Messwerte genommen. Und zwar mit der Licht-App oder mit dem, Sekunde, ich sage euch die App, wie sie heißt, dann könnt ihr das nämlich theoretisch selber machen. Denn was habe ich gemacht? Ich habe praktisch auf diese Matte die Klinge gelegt, also einen schwarzen Untergrund oder einen dunkelgrauen. Ihr macht das Licht aus, das könnt ihr praktisch auch nachmachen. Und dann haltet ihr euer Handy 25 cm von eurer Klinge entfernt und dann nehmt ihr die Lux-Werte. Dann habt ihr einen Vergleichswert mit dem, was ich euch jetzt gerade sage und einblende. Also mit meiner alten Klinge habe ich in grün 600 Lux geschafft, mit der neuen 1000 Lux. Das ist fast doppelt so viel. Blau 500, 650. Blau ist am schwächsten wahrnehmbar für das menschliche Auge, deswegen auch der leichtere Unterschied. Bei Rot bin ich bei 400 und 600 der neue Wert. Also 50% mehr drauf. Purple, also lila, 700, 900 und gelb war der absolute Knaller. 850 mit meiner alten und 1300 mit der neuen. 1300 ist nicht nur auf dem Papier eine verdammt hohe Zahl, die Klinge ist einfach verdammt hell. Später, am Ende des Videos, zeige ich auch nochmal ein paar meiner besten Moves eben mit der Klinge und da werdet ihr sehen, wie ein stockdusterer Raum davon erhellt wird. Auf die Basic Neopixel Klinge bin ich gar nicht eingegangen, das ist die erste Zeile. Das sind Werte, also 2 Stripes Rücken an Rücken in Schaumstoff gepackt. Die Klinge hat keine Chance, an diese Werte ranzukommen. Das sehe ich halt auch selber immer mal wieder, wenn ich hier solche alten Klingen hier habe. Die blenden nicht, die glimmen einfach nur. So, jetzt die neue. Ich habe hier im Raum immer noch das Licht aus. Ich mache das Licht an, ich mache es später auch nochmal aus. So, hier, wenn ich jetzt drehe, ihr seht, so, natürlich ist das überleuchtet hier, überstrahlt. Ihr seht hier keinen Seitenschatten mehr. So, wenn ich jetzt ganz nah rangehe, dann sehen wir vielleicht jetzt auch diesen Abstandshalter hier irgendwo. Na, wo ist mein Finger? Hier. Da müsste er irgendwo sein. Da. So. Trotz alledem, wenn ihr das Ding normal haltet, auf normale Entfernung seht ihr das nicht deutlich. Es ist einfach verdammt hell. Vor allem habe ich jetzt das Zimmerlicht noch an. Wenn ich das ausmache, werde ich geblendet, möchte da nicht reingucken. Wenn ihr sowieso peripher dran vorbeiguckt, dann habt ihr echt das Gefühl, ihr habt ein richtiges Lichtschwert in der Hand. Das ist wirklich brutal hell und blendet mich auch jetzt noch im Nachhinein. Das ist mega geil, sage ich euch. Also es macht, ich mache das hier an und freue mich immer wieder aufs Neue, weil das so brutal hell ist. Und hier auch wunderbar, die Spitze wird auch wunderbar beleuchtet. Das ist schon sehr, sehr cool. Ich mache mal gerade das Licht aus. So.
Also wir sehen hier nochmal, wenn ich jetzt den Schatten zeigen möchte, da ist er sehr leicht, im Dunkeln wird das Ganze überstrahlt. Also da werdet ihr euch nicht dran stören. Mega cool. So, und wie gesagt, ich habe das Ding so 5 Minuten laufen lassen, habe dann das PCB, das Connector PCB oder das Blade PCB hier getestet an der Temperatur. Hier habe ich ein Removable Chassis drin, an den Kontakten habe ich getestet, ich habe den Akku getestet, ich habe das Board getestet, das waren alles ganz normale Temperaturen, das war nicht über 40 Grad, also das war völlig in Ordnung. Und wie gesagt, ich habe hier 2x22 AWG zur Klinge und 2x22 AWG zurück zum Board und habe hier keine Probleme mit. Ich habe hier einen normalen 18650er Akku verbaut mit 3120 mAh. Der wird jetzt nicht ganz so lange halten mit der Klinge, wie es mit der alten der Fall war. Dennoch werdet ihr da ein bisschen Spaß haben. Ich habe jetzt noch nicht getestet, bis es leer ist. Ich schätze mal so halbe Stunde und dann solltet ihr mal wechseln, dann wird das Ding nachlassen. Was ich fast vergessen habe zu erwähnen, ist der Clash-on-Clash-Effekt. Wow. Und zwar, wir haben ja jetzt LEDs vorne, hinten, links, rechts. Und wir wissen ja alle, was beim Clash-on-Clash passiert. Die Mitte leuchtet. Und jetzt, das sieht so mega gut aus. Es ist völlig, von allen Seiten leuchtet das Ding weiß. Das ist der absolute Wahnsinn. Du hast diese Unterbrechung eben nicht, weil du hier seitlich ja vorher keine LEDs hattest. Das sieht super clean aus und in weiß, ach herrlich. Also der Effekt kommt hier jetzt richtig schön deutlich zur Geltung. Es strahlt wirklich in der Mitte und ja, absolut geil. Auch Effekte wie das Dunkelschwert zum Beispiel kommen einfach irgendwie viel besser rüber, wenn man hier dieses Gefunkel halt hin und wieder bei den LEDs hat, dass welche halt ausfallen und man diese Unterbrechungen hat. Das kommt viel besser zur Geltung, weil wir jetzt einfach überall LEDs haben. Das sieht super, super cool aus. Weiß sowieso, also wenn ich die komplette Klinge weiß machen würde, ohne dass ich jetzt hier diese Unterbrechung habe, habt ihr das Gefühl, ihr habt eine Leuchtstoffröhre in der Hand. Also ja, das ist die Leuchtstärke macht mir einfach total viel Spaß. Ich liebe das Ding. So, jetzt zünde ich mal Ahsoka. Wumm. Das ist auch sehr, sehr schönes Weiß. Kein warmes Weiß oder sowas. Also, wer weiß, wie es hier am Ende auf dem Video aussieht, aber das ist schön kaltes Weiß, so wie das sein soll. Die Stromversorgung stimmt und ihr seht hier auch schon an der Reflexion, also das ist dunkelgrau, das reflektiert nicht besonders gut. Aber das Licht ist einfach so hell, dass das hier schon gut angeleuchtet wird und ja, der ganze Raum, der scheint gerade in weiß und ich habe hier alles ausgemacht. Ja, mein Fazit eben zu diesem Prototypen, den ich gebaut habe, ohne Schaum. Krasse Lichtstärke, die Klinge ist immer noch recht leicht im Vergleich zu China-Klingen mit 226 Gramm bei 92 cm Länge. Sie ist am Ende des Tages hoffentlich kürzbar, davon gehe ich stark aus. Das schreibe ich noch unten in die Kommentare, wenn ich mit dem Versuch ja, Erfolg hatte. Die Effekte, wie zum Beispiel Clash on Clash in der Mitte oder je nachdem, wo halt dieser weiße Effekt halt auftritt, der ist wunderbar dargestellt, keine Unterbrechung mehr durch einen breiteren Seitenschatten. Wir haben einen minimalen Seitenschatten an links und rechts jeweils noch, aber der ist deutlich dünner geworden. Man sieht hier leicht die Abstandshalter, wenn man sie sehen will. Wirklich, wenn du sie sehen willst, dann siehst du sie. Wenn du total pingelig willst und sie sehen willst, dann siehst du sie. Wenn du aber das Ding auf normalem Abstand hältst und nicht mit deinen Augen direkt 5 cm über der Klinge bist, dann wirst du die nicht wahrnehmen. Vor allem, weil eben deine Augen einfach immer noch geblendet sein werden. Diesen Verblendungseffekt, den habt ihr, sobald es draußen dämmert und ihr zündet die Klinge, vor allem dann werdet ihr da nicht lange reingucken wollen. Zu guter Letzt ein riesen Dank nochmal an MJ aus dem Discord, der mir den ersten Prototypen, oder was heißt ein Prototypen, den ersten Quantum-Stick geschickt hat, mit dem ich dann halt rumspielen durfte. Mit dem habe ich diesen 7/8 Zoll Prototypen gebaut. Ganz lieben Dank an Sabertech selber, an Frederik, der die ganze Entwicklung mit seinem Team, ich weiß nicht, wie viele da noch hinterstehen, ja, in Gang gebracht hat und dieses schöne Produkt entworfen hat. Ganz lieben Dank dafür. Ganz lieben Dank auch Richtung The Saber Armory, Richtung KR Sabers für die Tubes, die sie da immer wieder zur Verfügung stellen und die Spitzen. Ohne dieses ganze Material
wäre das alles nicht möglich gewesen. Eben die Diffusionsfolien noch von meinem Zulieferer, auch ganz toll. Das Ding ist immer wieder ein Genuss, wie gut das Licht halt zerstreut wird, eben damit wir hier keine Dioden sehen und so weiter. Ganz, ganz toll. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Und wie immer freue ich mich über Abos, über Likes, alles was dieses Video oder generell meine Videos und den Kanal ein bisschen nach oben pushen, damit mehr Leute auf dieses tolle Hobby aufmerksam werden. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Prophezeiung zutrifft, ist Menschen der einzige Weg, die Welt zu erschließen. Du wirst jetzt diese Fesseln lösen und aus dieser Zelle gehen und die Tür offen lassen.